Moin zusammen, ich bin Maurice, CEO von InnoGPT. InnoGPT ist die DSGVO-konforme Plattform, mit der du sicher KI in deinem Unternehmen ausrollst. Schauen wir mal rein. Los geht's mit dem Chat. Das ist dein täglicher Startpunkt, um mit InnoGPT zu arbeiten. Zuerst siehst du oben links die Auswahl der Modelle. Hier hast du eine verschiedene Auswahl an Modellen über Claude, DeepSeek, Gemini etc. Hier sind immer alle aktuellen Modelle verfügbar. Wenn du dir unsicher bist, welches Modell du nutzen sollst, kannst du einfach den GPT Smart Select wählen. Der nimmt dann automatisch das beste Modell für deine Anfrage. In dem Chatfenster selber hast du auch verschiedene Optionen, den Chat, die KI anzureichern mit Kontext. Du kannst zum Beispiel über das Plus verschiedene Tools hinzufügen, Integrationen hinzufügen, Quellen, Kontext etc. Du kannst auch über das Add im Menü verschiedene Assistenten hinzufügen oder hinzuziehen, Projektwissen hinzufügen und so eben deinen Chat weiter anreichern. Dann gibt es auch noch die Funktion, die Sprachnachricht aufzunehmen, also dass du einfach reinquatscht in die KI oder natürlich auch den Echtzeit-Voice-Modus, um eine Konversation mit der KI zu halten. Weiter geht's mit den Assistenten. Assistenten sind bei uns für wiederkehrende Aufgaben gedacht. Das heißt, bei einer Routineaufgabe, die du immer wieder machst, einmal die Woche, einmal täglich, dann macht ein Assistent auf jeden Fall Sinn. Wir können aber zusammen in den Agent-Builder reingucken. Wenn ich hier einen neuen Assistenten erstelle, bin ich direkt in dem Bilder-Modus und kann hier quasi per Prompting sagen, was dieser Assistent tun soll. Ich kann auch direkt zum Editor springen und dort manuell meine Infos hinterlegen, die Anweisungen. Ich kann Wissen hinterlegen, ich kann sagen, welche Funktionen er übernehmen soll oder zur Verfügung haben soll. Ich kann das Modell auswählen etc. Und den kann ich am Ende natürlich auch teilen mit meinen Kollegen, damit eben jeder auch auf diesen Assistenten zugreifen darf und alle auf dieses Wissen zugreifen. Weiter geht's mit unseren Aufgaben. Der Bereich Aufgaben ist für wiederkehrende Aufgaben gedacht. Beispielsweise habe ich hier ein Produktupdate, der mir jeden Tag ein Update gibt, was gestern am Produkt geändert wurde. Oder ein Ausschreibungsfinder, der nach Ausschreibungen schauen soll. Für komplexere deterministische Automatisierung haben wir unser Workflows-Feature. Dort kannst du wirklich komplexe Prozesse anlegen und abbilden, die dann einfach automatisiert zu einer bestimmten Tageszeit beispielsweise durchlaufen. Weiter geht's mit dem Bereich Integration. Dort kannst du einfach in die Einstellung gehen zum Bereich Integration. Und da findest du eine breite Auswahl an verschiedenen Apps. Wir haben mehrere hundert Apps zur Verfügung, die du bereits so anzapfen kannst. Beispielsweise Slack, beispielsweise Salesforce, Notion, was auch immer ihr im Unternehmen gerade nutzt, kannst du hier eben anbinden und dann im Chat nutzen, sodass die KI Aufgaben für dich in der jeweiligen Software übernehmen kann. Falls deine App nicht dabei ist, kannst du auch manuell MCP-Server hinzufügen. Auch hier hast du quasi die Möglichkeit, manuell einfach den MCP-Server anzubinden und dann auch in dem Chat zu nutzen. Wenn ich dann Outlook angebunden habe in den Integrationen, kann ich einfach im Chat fragen, was war meine letzte Mail von Tim? Und dann kann eben die KI auf mein Postfach zugreifen, auf die letzten Mails, sucht dann entsprechend die Mail raus, kann die hier im Chat ausgeben und damit entsprechend weiterarbeiten. Eine weitere coole Funktion ist unser Studio. Das ist eine dedizierte Oberfläche für Bild- und Videogenerierung, entsprechend mit allen Modellen, die auch hier State of the Art sind, mit allen Einstellungsmöglichkeiten, die es dann gibt. Kannst du auch hier eben Fotos und Videos generieren. Ein Feature, was in Unternehmen sehr gerne genutzt wird, ist unsere Meeting-Funktion. Dort kannst du einfach Meetings aufnehmen und protokollieren, ohne dass du selber mitschreiben musst und kriegst am Ende eine Zusammenfassung und das Transkript. Das Ganze geht für Vor-Ort-Meetings, aber auch für Online-Meetings. Dann würde nämlich InnoGPT als Note-Taker mit in das Teams-Meeting kommen und eben da entsprechend auch protokollieren. Für den Enterprise-Rollout haben wir auch einige wichtige Admin-Funktionen, wo wir einmal reinschauen. Beispielsweise kannst du hier im Bereich in den Workspace-Einstellungen die Abrechnung steuern, die Modellauswahl steuern. Du hast einen Analytics-Bereich, wo du eben siehst, wie ist die KI-Adaption bei mir im Unternehmen. Ich habe eine Mitgliederverwaltung, ich kann Rollen erstellen. Hier kann ich auch granular einstellen, welche Berechtigungen, Funktionen in der Plattform genutzt werden dürfen und auch welche Modelle verfügbar sein sollen. Genauso kann ich auch Benutzergruppen anlegen und natürlich Single Sign-On einrichten oder auch die Sicherheitsgruppen aus Entra beispielsweise synchronisieren. InnoGPT ist die Plattform, wo du eben dein ganzes Unternehmenswissen als Kontext hinzufügen kannst. Du hast alle Modelle verfügbar und das in einer sicheren DSGVO-konformen Umgebung, sodass jeder Mitarbeiter das Tool nutzen kann, was er gerne nutzen möchte. Natürlich haben wir viele weitere Funktionen, probier die gerne aus. Du kannst dich kostenlos registrieren und das Ganze 7 Tage testen. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.